Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zum Test der neuen Triumph Thruxton und Thruxton R aus Portugal. Triumph hat seine Bonneville-Reihe ja kräftig ausgebaut und aufgewertet. Es gibt jetzt 5 Bonneville-Modelle. Dazu zählt eben auch die Thruxton und die Thruxton R und die kleine, mittlerweile kleine Street Twin, die aber auch ordentlich motorisiert ist und alle Journalisten überrascht hat mit ihrer Leistung, mit ihrem satten Drehmoment und dem herrlich harmonisch abgestimmten Motor. Die anderen beiden bzw. die anderen 4 bekamen den 1200er Motor, also eine Hubraumerweiterung und natürlich auch ein kräftiger Leistungszuwachs. Im Falle der Thruxton sind das über 60%. Das stelle man sich mal bei einem Supersportler vor, dann hätten wir über 300 PS. Im Falle der Thruxton sind es jetzt 97 PS und 112 Newtonmeter Drehmoment. Ich bin echt gespannt, wie das anschiebt. Den Motor in der Thruxton, den nennt Triumph High Performance und den in der Bonneville High Torque. Allerdings hat die Bonneville weniger Leistung und weniger Drehmoment. Ich bin schon gespannt auf die Drehmomentkurve. Ich schätze, dass da einfach im unteren und mittleren Drehzahlbereich dann mehr Drehmoment ansteht als in der Thruxton. Auf jeden Fall sieht man, dass Triumph sehr viel an seiner eigenen Geschichte und an den Heritage-Modellen liegt. Das sieht man nicht nur an den Modellen selbst und an diesen wunderschönen Umbauten, die man uns hier hergestellt hat, sondern an diesem ganzen Konferenzraum, der aussieht wie im Werk von Triumph. Ich bin schon richtig in Stimmung. Diese abgelebten Ledercouches, Triumph-Bekleidung, Triumph-Zubehör am Tisch, aufs Europaletten und da hinten steht eine ganz alte Bonneville, die wir, fürchte ich, nicht fahren werden dürfen. Jedenfalls geht es erst morgen los, ich bin gerade angekommen, habe mich aber sofort vor die Kamera geschmissen, weil in letzter Zeit sehr wenig Zeit war. Ich fliege auch dann am Sonntag wieder um 7 Uhr früh weg, das heißt, ich muss um 5, halb 5 aufstehen. Deshalb gleich jetzt in den Konferenzraum, niemand stört mich und ich konnte dieses Intro in aller Ruhe machen. Und jetzt geht's los. Das Gewicht habe ich noch nicht erwähnt. Die R ist ein bisschen leichter als die Standardvariante. Sie wiegt trocken 203 Kilogramm, die normale 206. Mit 14,5 Liter drinnen und den anderen Flüssigkeiten kann man sich ausrechnen, dass das Fahrzeug wahrscheinlich zwischen 220 und 225 Kilogramm wiegen wird. Der Verbrauch soll laut Triumph bei 4,6 Litern liegen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt gar nicht überprüft, aber das können wir gleich machen. Und zwar haben wir heute bei unserer Testfahrt auch 50 Meilen per Gallon erreicht. Mein Kopf ist leider nicht so groß und nicht so fit, dass ich das jetzt ausrechnen könnte. Das mache ich dann am Computer. Obwohl wir jetzt 1200 Kubik haben, soll der Motor um 13% weniger als der Vorgänger brauchen. Das kann ich dann erst über die Saison überprüfen. Die Ausfahrten bei den Pressetests sind immer ein bisschen flotter. Das hat jetzt mit dem Alltagsverbrauch nur bedingt was zu tun. Unterschiede Standardvariante und R. Ich sage mal vor allem das Fahrwerk. Da wird man es am stärksten spüren. Bei der Standardvariante habe ich vorne und hinten Kayaba und bei der edlen R-Variante habe ich vorne eine Showa Big Pistengabel und hinten 2 Ölinsfederbeine voll einstellbar. Dann habe ich auch noch die Brembo Bremserei, Brembo Monoblock Bremssättel, Brembo Bremspumpe und das, ohne dass ich jetzt einen Vergleich hätte, macht einfach irrsinnig viel aus. Fahrwerk ist das Um und Auf. Auch oder vielleicht sogar vor allem bei solchen Retro-Bikes
Das macht dann nämlich diesen Unterschied aus zwischen, naja, sieht nett aus, aber fährt eigentlich kacke, und sieht nett aus und fährt unglaublich gut, so wie diese R hier. Beide Varianten sind ausgerüstet mit ABS und Traktionskontrolle, serienmäßig. Da kann ich allerdings im Gegensatz zur Bonneville das ABS ausschalten und nicht nur die Traktionskontrolle. Es gibt keine Levels, man kann also nicht 1, 2, 3 oder so auswählen. Es gibt einfach On und Off. Ich habe beides eingeschalten gelassen, erstmalig glaube ich. Habe keine Experimente probiert heute. Und ich zeige ganz kurz, wie man das einstellt. Ist alles wirklich intuitiv und kinderleicht. Ich habe hier links einen I-Button, also Information. Das heißt, ich kann eigentlich die Anzeige am LC-Display bedienen. Uhrzeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer und so weiter. Und irgendwann komme ich zu TTC On, Triumph Traction Control On. Wenn ich jetzt kurz drauf drücke, keine 2 Sekunden, dann habe ich Off. Standardmäßig, wenn ich das Motorrad starte, ist die Traktionskontrolle und ABS natürlich immer on, aus Sicherheitsgründen, auch wenn ich den Kill-Switch bediene. Das gilt auch für die Riding Modes, die wir uns gleich anschauen. Wenn ich jetzt nochmal auf I klicke, komme ich zum ABS. Steht natürlich wieder on. 1,5 Sekunden draufdrücken und ABS abgeschaltet. Ich weiß übrigens gar nicht, was passiert, wenn ich das Motorrad jetzt starte. Das werden wir gleich probieren, ob er sich das gemerkt hat. Muss ich die Kupplung zünden leider. Und jetzt kann ich nachschauen. Also das ist immer noch drinnen, ABS und Traktionskontrolle sind off. Ich muss das Motorrad also nicht erst starten. Habe ich heute noch gar nicht probiert. Die Fahrmodi, die kann ich auch in Sekundenschnelle auswählen, aber anders als bei der Bonneville. Die hat nämlich rechts den Schalter, der mit M gekennzeichnet ist. Hier habe ich links einen Knopf, unter dem Mode steht. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass die Bonneville links noch einen Schalter für die Heizgriffe hat. Und dass da einfach nicht zu viel auf der linken Seite zu bedienen ist, hat man den nach rechts versetzt. Ist aber egal, weil das so schnell geht, dass es wurscht ist, wo diese Knöpfe drauf sind. Ich habe standardmäßig wieder die Anzeige Road, das ist der Road-Modus, und wenn ich dann einmal kurz draufklicke, dann fängt immer der nächste Modus an zu blinken. Ja, das fängt dann zu blinken an, und wenn ich dann nicht weiterklicke, das ist zum Beispiel von Sport auf Rain gehe, dann wird dieser Modus aktiv. Also einfacher geht es nicht mehr. Völlig unmöglich, das noch einfacher zu machen. Ja, indem ich einfach vielleicht nur klicke und es springt weiter und ist sofort aktiv, aber man braucht ein bisschen Bedenkzeit. Das heißt, ich habe ganz links Rain, dann habe ich Road und dann habe ich Sport. Je nachdem spricht der Motor anders an. Bei Sport natürlich am schärfsten, aber das finde ich immer noch okay. Habe das heute eine Zeit lang probiert und das ist einfach sehr angenehm. Vor allem, wenn man es dann ein bisschen laufen lässt, dass wirklich das Gas spontaner da ist, dass der Motor einfach ein bisschen schärfer reagiert. Was haben wir noch alles oben? Gut, ich habe es schon gesagt, glaube ich. LED-Tagfahrlicht vorne, LED-Rücklicht. Dann haben wir noch eine Wegfahrsperre und eine USB-Buchse. Das hat man halt so heute als modernes Motorrad. Aber das Schöne an der Thruxton und auch an der Bonneville, das ist, dass Triumph das Ganze so fein und so klassisch verpackt hat, wie das, glaube ich, sonst kaum jemand schafft, vielleicht sogar niemand. Wenn man da drüber schaut, schaut das wirklich aus, vor allem für einen Laien oder für jemanden, der mit so Retro-Bikes nicht so bewandert ist, wie ein altes Motorrad. Und das ist keine Beleidigung, sondern das schaut aus wie eine alte Preziose. Da ist alles, was modern wirken könnte, einfach in den Hintergrund gerückt worden durch geniale Ingenieurskunst, muss man sagen, von der Auspuffanlage angefangen bis zur Kühlung. Dann hat man natürlich das Ganze im Vergaser-Look gestaltet. Ein Wahnsinn. Also ich glaube, das sind die Ingenieure lange
dran gesessen und haben lange getüftelt, bis das in der gewünschten Form war, die man wollte. Finde ich einfach richtig genial. Und deswegen ist dieses Motorrad auch so wunderschön und auch die Bonneville, weil man sich dafür richtig Zeit gelassen hat. Und weil Triumph einfach wichtig war, sozusagen die eigene Geschichte nicht zu beschädigen und irgendwie diese Klassiker unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Das ist, da muss man sich wirklich davor verneigen. Ich habe 2 Rundinstrumente, Geschwindigkeit und Drehzahlmesser. Ich hätte noch gern nur einen, das hätte mir auch gereicht, einfach vielleicht der Drehzahlmesser und die Geschwindigkeit im LC-Display. Dafür wird beispielsweise angezeigt die Gangwahl und die ist so klein, dass man sie sich auch hätte sparen können. Ich habe aber auf der rechten Seite den Tankstand drauf, ich habe die gefahrenen Kilometer gleich im Blick, also das ist ja alles, sind ja ganz sinnvolle Anzeigen, aber etwas klein geraten sind sie dann schon. Zur Gangwahl, Getriebe butterweich, vom Allerfeinsten, wirklich irrsinnig angenehm zu schalten. Und die Kupplung ist assisted, eine Assisted Clutch, das heißt besonders leichtgängig zu bedienen. Das dient halt alles der Fahrbarkeit. Viele Puristen mögen meinen, dass ein klassisches Motorrad, ein echter Young oder Oldtimer, das muss einfach ein bisschen ruppig sein, das muss sich etwas sträuben und spreizen, aber also ich bin auch nicht mehr der Meinung, muss ich sagen, wenn man wirklich was Altes fährt, natürlich, dann muss man damit leben und das ist auch schön, aber das hat schon seine großen Vorteile, dass sich die Fahrzeuge so einfach fahren lassen. Auch die Thruxton lässt sich einfach fahren, ganz anders natürlich als die Bonneville. Hier ist auch der Radstand kleiner geworden, der Lenkkopfwinkel steiler, Nachlauf kleiner. Die Schwinge ist da aus Aluminium, genauso wie die Felgen. Das dient natürlich alles dem Handling. Und das größte Plus ist, wie ich schon gesagt habe, das Fahrwerk. Also das Ding fährt so, wie ich mir das von einem sportlichen Retrobike erwarte. Das ist praktisch meine Idealvorstellung eines sportlichen Naked Bikes. So sehr hat es mir gefallen. Das Gefühl, die Transparenz am Vorderrad, auf der Bremse, auch wenn es flotter wird oder vielleicht sogar ja, so richtig engagiert, eben fast schon im Sportmodus, was man natürlich eher auf der Rennstrecke machen sollte. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich mit dem Race Kit, den es auch gibt, wo das Fahrzeug dann zum Hinlegen schön ist, auf der Rennstrecke, auf der Grip-Party damit fahre und wirklich Spaß habe, ohne dieses ungute Gefühl, das man mit vielen Klassikern dann bald hat, wenn es so ein bisschen ans Limit geht, sondern mich einfach sicher fühle und das Motorrad auch wirklich ernst nehme als Sportmotorrad. Wirklich ein ganz großer Wurf. Heutzutage glauben ja schon viele, ein Sportler über 200 PS geht überhaupt nicht mehr ins Eck, aber das stimmt natürlich nicht. Vor allem ist es kein Wunder, dass so ein Motorrad mehr wiegt als ein echtes Performance-Gerät. Trotzdem lässt sich die Thruxton irrsinnig leichtfüßig bewegen, ist richtig agil, ohne nervös zu sein, stabil, transparent durch dieses hervorragende Fahrwerk. Echter Genuss, aber auf sportlichem Niveau. Also die Bonneville als Sportler, das passt einfach wirklich so gut. Eigentlich braucht man beides, klarerweise, und die Street Twin auch noch fürs ganz entspannte Fahren. Herrlich, es treibt auch nicht so an. Also ein Performance-Gerät, ein Japaner oder ein Deutscher oder ein Italiener, das treibt einen. Also mich macht es leicht nervös und unruhig. Aber das kann man laufen lassen, das kann man gleiten lassen und man kann es auch fliegen lassen. Ein irrsinniges Fahrerlebnis. Schräglagenfreiheit mehr als ausreichend. Wir sind heute für die Fotos wieder mal, oder ich in meinem Fall, mit meinem Oldschool Racing Leder am Knie gefahren. Und ja, da bin ich also nicht aufgesessen mit den Fußrasten, obwohl hier noch so Schrauben drauf sind. Überhaupt kein Thema, auch nicht mit dem Auspuff, mit diesen 2 wunderschönen kegelförmigen Tröten, die sehr satt klingen, sehr voll. Man hört, dass es einfach ein großer Motor ist, sehr wichtig, aber nicht laut, nicht unangenehm.
Und eins ist mir jetzt noch aufgefallen, dieser wunderschön geformte Tank mit diesen Mulden hier, ist ja wirklich erotisch, muss ich sagen. Das ist so, beim normalen Fahren, also wenn ich jetzt wirklich vorne sitze, dann geht sich das nicht ganz aus mit meinen Knien, obwohl ich jetzt kein großer Mann bin, aber gut, meine Beine sind, glaube ich, so Heidi Klum Länge scheinbar, aber ich rage da vorne drüber hinaus. Erst wenn ich nach hinten rutsche, das heißt, wenn ich so ein bisschen mich verkrieche im Motorrad, den Windschatten suche, den es nicht gibt, dann geht sich das aus. Ja? Dann können da meine Knie drinnen versinken. Aber sonst geht es ein bisschen drüber. Ja, wahrscheinlich sollte man also eher hier sitzen im Normalfall und nicht ganz vorne, wo es ja eh nicht so bequem ist. Alles in allem ist das so zu einem meiner neuen Traummotorräder aufgestiegen. Und das Schöne ist, ich darf es die ganze Saison fahren. Ich hoffe, ich kann auch das eine oder andere verändern, vor allem eben dieses kurze Heck, wenn dann dieser Teil fehlt, das Heck kurz ist und ein paar andere Feinheiten vielleicht. Könnte eine meiner schönsten Saisonen aller Zeiten werden, muss ich sagen, mit diesem britischen Traummotorrad. Ja, der Sitz, wenn ich ihn schon so anschaue, der ist natürlich nicht so komfortabel wie auf der Bonneville, aber das Motorrad spricht auch eher Leute mit ein bisschen einem sportlichen Anspruch an und da muss man bedingt leidensfähig sein. Nach vorne wird er schmäler, also da ist er unangenehmer als hinten. Dafür, wenn man nach hinten rutscht, ist man wieder sehr gestreckt. Ja? Also wenn ich dann hinten sitze, bin ich schon wieder sehr lang, muss ich mich ein bisschen lang machen. Auf die Dauer auch nicht so angenehm, aber ja, ist halt eben kein Cruiser, sondern ein Sportmotorrad und ein Sportmotorrad, das man wirklich als solches ernst nehmen kann und muss. Und das finde ich so grandios, dass das Triumph geschafft hat, ein seidig weiches, wunderbar abgestimmtes Aggregat, einen großen, neu entwickelten Motor, völlig veränderte Geometrie, Ergonomie und trotzdem ist das alles so stimmig und so herrlich zu genießen. Das muss man einfach gefahren sein, finde ich, um es zu glauben. Für mich der nächste Schritt der Retro-Bikes in die Zukunft. Viele mögen Angst haben, dass diese Technik und die Fahrhilfen und die Fahrassistenzsysteme und Elektronik und so weiter diese Kultur ein bisschen zerstören und diesen Bikes den Charme nehmen, aber Triumph hat geschafft, dass es einfach die Vergangenheit mit der Zukunft verknüpft und glaubwürdig dabei bleibt und ein grandioses Bike auf die Reifen stellt, die auf der R die Pirelli Diablo Rosso Corsa sind und auf der normalen die Pirelli Angel GT. Und damit möchte ich diesen Test schließen. Ich muss jetzt noch ein bisschen in mich gehen. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich mit dem Bike dann fahren darf. Ab, glaube ich, Ende März, Anfang April. Und allen, die daran interessiert sind, würde ich nahelegen, unbedingt eine Probefahrt zu machen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr genauso hin und weg seid wie ich, schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an, vor allem das der Bonneville und hinterlasst uns bitte wie immer einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.